Hallo liebe Hungrige, Oxymel, auch Sauerhonig genannt, kann auf eine 2.500 bis 3.000-jährige Tradition zurückblicken. Gab es schon in der Antike, die alten Griechen und Römer mochten es, auch bei Hildegard von Bingen stand es hoch im Kurs, ist Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und gehört in manchen osteuropäischen Regionen zum Frühstück. Man kann es kaufen, kostet dann für ca. 150 Milliliter 10 bis 16 Euro und wenn man es selbst macht, liegen wir bei ca. einem Liter bei maximal 2 Euro. Man kann es mit vielen Kräutern und Blüten kombinieren, verstärkt dann deren Wirkung und ich nehme dafür gern Minze oder noch lieber, und zurzeit gibt es ja welche, mit Holunderblüten. In dieser Kombination unterstützt es nämlich Immunsystem und Abwehrkräfte, Darmflora und Verdauung, die Linderung von Erkältungssymptomen wie Halsschmerzen oder beginnende Grippe und beruhigende und entspannende Wirkung auf Geist und Körper. Und außerdem schmeckt es auch als Sommerlimonade erfrischend und lecker. Viele Gründe also, es mal zu machen, und wir brauchen dafür sehr überschaubar, nämlich Apfelessig und Honig. Ich nehme diesen hier, doch es darf auch anderer sein. Und wie gesagt, in meiner Kombination hier brauchen wir dann eben auch noch die Blüten. So, und diese zupfen wir gleich erstmal vom Grün ab, so gut es eben geht. Wenn davon noch eine Kleinigkeit dran bleibt, ist das auch kein Beinbruch. Die Blüten in ein gereinigtes Glas geben. Alle Mengenangaben findet ihr natürlich in der Infobox unter dem Video. So, und dann geben wir den Honig dazu und müssen nur noch lediglich den Apfelessig dazu gießen. Grob gesagt, Verhältnis Honig zu Apfelessig 1:2. Man kann da aber auch ein bisschen variieren. Ein paar Blüten gebe ich noch oben drauf. Deckel zu und dann alles mal gründlich schütteln. Und nun brauchen wir Geduld, denn alles soll nun an einem kühlen, dunklen Ort für mindestens eine, besser 2 bis 4 Wochen reifen. Allerdings zwischendurch schnappen wir uns immer mal die Gläser und schütteln sie kräftig durch. Ist die Reifezeit dann abgeschlossen, geben wir ein Sieb auf ein geeignetes Gefäß und schütten da hinein unser Oxymel. Die Blüten sollen also zurückgehalten werden und so machen wir es natürlich auch mit weiteren Gläsern, so wir welche haben. Anschließend in geeignete Flaschen oder Gläser umfüllen, verschließen und kühl und dunkel gelagert, hält sich sogar mindestens ein Jahr. So, und für eine wirkungsvolle Dosierung bzw. eine leckere Sommerlimonade geben wir in ein Glas 1 bis 1,5 Esslöffel davon und füllen dann mit Mineralwasser auf. Wer möchte, kann auch ein paar Eiswürfel reingeben oder mit Kräutern garnieren. Ich gebe ein bisschen Minze drauf und dann haben wir was Leckeres, was auch noch der Gesundheit sehr dienlich ist. Auch ans Müsli oder zu Desserts kann man es geben. Ist übrigens hübsch etikettiert, auch ein tolles Mitbringsel aus der Küche. Ich kann es euch nur dringend empfehlen. Wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann, guten Appetit oder Prost. Falls ihr allerdings lieber eine Eistorte zubereiten wollt oder euch eher nach Fingerfood isst, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.